Gesundheit, ja, jetzt fliegen sie wieder, diese kleinen, fiesen Bazillen. Aber wie schön wäre es, einfach nie wieder krank zu werden. Tja, es gibt einen Mann, der behauptet, er wisse ganz genau, wie es geht. Ob sein Spezialtraining aber auch funktioniert? Unser Reporter Johannes Zenglein hat es ausprobiert. 1, 2, 3. Startschuss für ein fieses Experiment. Kalt duschen, in der Eishalle meditieren, halbnackt joggen. Klingt skurril, doch Johannes Zenglein versucht gerade nicht krank zu werden. So, Schluss jetzt. Es reicht. Ich weiß, es ist total bescheuert, hier mitten im Herbst halbnackt rumzujoggen. Die ganzen Passanten schauen mich auch schon schräg an, aber ich stecke mittendrin in einem ganz, ganz speziellen Trainingsprogramm. Und wenn ich damit fertig bin, dann soll ich nie wieder krank werden. Begonnen hat alles vor einer Woche in der Nähe von Amsterdam. Hier lebt der Mann, der das Training entwickelt hat, mit dem man angeblich nie wieder krank wird. Sein Name Wim Hof, besser bekannt als der Iceman. Hi, bist du Wim? Ja, und du, Johannes, nicht? Danke für Okay. die... Ja, vielen Dank. Ja, komm drin. Ich bin aber beruhigt, dass auch der Iceman die Heizung anhat. Ab und zu mal. Ich liebe die Wärme, aber auch die Kälte. Die Kälte liebt Wim so sehr, dass er 2007 nur in Shorts bekleidet einen Teil des Mount Everest bestiegen hat. Mit 1 Stunde und 52 Minuten hält er den Weltrekord im Eisbaden. Wann warst du das letzte Mal krank? Das ist lange her. Vielleicht 30 Jahre, 40 Jahre her. Wissenschaftler haben untersucht, weshalb Wims Immunsystem selbst mit extremer Kälte zurechtkommt. Eine Erklärung haben sie nicht gefunden. Er wird einfach nicht krank. Mediziner einer Universitätsklinik spritzten ihm Bakterien, die zwar tot waren, aber trotzdem Fieber und Krämpfe auslösen. Wim zeigte keine Symptome. Das Fazit der Forscher: Der Iceman kann offenbar sein Immunsystem beeinflussen. Und er behauptet, jeder kann das lernen. Seine Theorie: Wir haben zu viel konditioniert, weil wir sind konditioniert mit dem Komfort und Heizung und so weiter. Und die ganze Zeit ist wie ein Muskel, der nicht mehr stimuliert wird. Also wir sind alles Weicheier, sagst du? Wir sind Weicheier geworden, ja. Die Transformation vom Weichei zum Iceman basiert auf 3 Übungen: Atemtechnik, Konzentrationsfähigkeit und Kältetraining. Übung 1. Atmen oder besser nicht atmen. Wir machen 3,5 Minuten ohne Luft in die Lunge. Das habe ich noch nie geschafft. Das wirst du nun schaffen innerhalb 20 Minuten. Johannes soll lernen, so viel Sauerstoff wie möglich in seinen Körper zu pumpen. Tief hinein. Und gehen lassen. Ruhe, entspannen. Tief hinein. Der Trick: Und gehen lassen. nur einen Teil der Luft wieder rauslassen. Genau wie es Apnoe-Taucher machen. Lass gehen. Stopp. Nicht mehr atmen, brauchst du nicht. Johannes soll jetzt so lange wie möglich die Luft anhalten. Ohne Luft in die Lunge. Nach 1 Minute ist bei den meisten Menschen Schluss. Nicht bei Johannes. Er hält deutlich länger durch. 3 Minuten ohne Luft in die Lunge. Mit Wims Atemtechnik schafft es Johannes seit 3 Minuten nicht zu atmen. Laut Wim wird der Körper durch das Aussetzen der Atmung ausgetrickst. Er glaubt, er befindet sich in einer kritischen Überlebenssituation. Die Folge: Das Immunsystem aktiviert die Abwehrkräfte. Und das bekommt Johannes sofort zu spüren. Und lass gehen. Was ist da gerade passiert? Dein Körper hat ganz viel Sauerstoff gekriegt. Also meine Hand kribbelt total. Kribbelt total. Ja, Nervensystem. Wow. Das ist total warm. Ja. Oh, mir ist wirklich echt warm geworden. Und Diese Atemtechnik ist der Grundstein für Übung Nummer 2. Konzentrationstraining. Wer sein Immunsystem beeinflussen will, muss lernen, sich voll und ganz auf seinen Körper zu fokussieren.
Mithilfe der erlernten Atemtechnik soll Johannes jetzt 50 Liegestütze machen, ohne dabei zu atmen. Am Ende Stopp und nun Liegestützen. 20, 21, 26, 27, 38, 39, 40, 50. Okay. Normalerweise denke ich, schaffe ich so 20 bis 30. Als ich angefangen habe, dachte ich, oh Mann, das wird gar nichts. Aber du hast so einen Tunnelblick irgendwie, du nimmst gar nichts wahr. Du fängst einfach an. Letzte Übung zur totalen Körperkontrolle, das Kältetraining. Und zwar in Wims Pool. Wassertemperatur 9 Grad. Lass die Kälte hineingehen. Dein Körper wird das neutralisieren. Ruhe. Durchatmen. 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 Ruhe. Durchatmen. Hände auf die Beine. Und hinunter. Ruhig atmen. Ruhig atmen. Ruhig atmen. Ruhig weiter. Oh mein Gott, das ist so Wahnsinn. Kannst du ein Lied singen? Ob ich ein Lied singen kann? Ja. Was soll ich denn für ein Lied singen? Ja, Ich friere mir den Arsch ab, kann ich singen. Eis, Eis, Baby. Ice, ice, baby. Eis, Eis, Baby. You go. Ice, ice, baby. Aber was jetzt passiert, Ja. ist absolut der Wahnsinn. Ich bin hier reingegangen und dachte, ich halte keine 10 Sekunden aus. Im Moment, mein ganzer Körper brennt. Ich kann nicht ganz einschätzen, ob vor Kälte, aber es ist unfassbar heiß. Wieder wächst Johannes über sich hinaus. Knapp 6 Minuten hält er im Pool aus. Bevor es zurück nach Deutschland geht, machen wir noch einen kurzen Abstecher in die örtliche Skihalle. Einsatz für Produktionspraktikant Ehren. Er ist sozusagen die Kontrollgruppe und begleitet Johannes in den kommenden 14 Tagen bei seinen Kälte-Challenges, nur ohne Wims Übungen. Bei minus 5 Grad ist bei Ehren schon nach einer Minute Schluss. Im Gegensatz zu Johannes, bei dem scheint das Training bereits zu wirken. Und dann gehst du auch barfuß. Klappt. Oh Mann. Komm. Nicht nachdenken. Konzentration. Das Gelernte soll Johannes in den nächsten 2 Wochen vertiefen, um seinen Körper immun gegen Kälte und Infektionen zu machen. Falls er sich nicht schon jetzt eine Erkältung eingefangen hat. Die Füße sind Eisklumpen. Die sind taub. Ich bin wirklich beeindruckt, dass die Übungen funktioniert haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist super wichtig, dass du jemanden wie Wim hast, der neben dir steht, der dich motiviert, der dir hilft, diesen Punkt, wenn es wirklich weh tut, den zu überwinden. Und ich bin echt gespannt, ob es alleine genauso gut klappt. Johannes im Kälterausch. Das Experiment kann beginnen. So, ich bin jetzt wieder in Deutschland, aber bevor ich mit dem Programm anfange von Wim Hof, lasse ich mich aber auch nicht durchchecken, bin hier im Krankenhaus und dann können wir vergleichen, ob die Werte nach dem Programm, ob die sich irgendwie verändert haben. Für das Experiment messen wir Johannes Herz-Kreislauf-Werte. Ich bin soweit, um jetzt mein Lungenvolumen zu testen. Wir legen los. Vielleicht kann Johannes am Ende des Selbstversuchs ja sogar mehr Luft tanken. Der wichtigste Test, die Blutwerte. Wird sich unser Reporter wirklich nicht erkälten? Ganz auf sich allein gestellt ist unser Reporter während des Experiments aber nicht. Er trainiert mit Wims Online-Tutorial. Sind im Grunde genau die Übungen, die ich mit Wim schon gemacht habe. Also Liegestützen gehören dazu, ohne Luft in der Lunge, dann kalt duschen und ganz normal die Atemübung. Das Training ist zeitaufwendig und jede Übung entweder mit Kälte oder mit einem Aussetzen der Atmung verbunden. Da ist unser Praktikant Ehren gar nicht so traurig, dass er daran nicht teilnehmen darf. Wer ein Iceman werden will, es ist ein langer und sehr, sehr kalter Weg.
Zu Beginn des Trainings ist für unseren Reporter vor allem die kalte Dusche am Morgen eine große Herausforderung. So, läuft die Kamera? Es steht mal wieder die eiskalte Dusche auf dem Programm. Das heißt, so lange warm duschen, wie man möchte und dann ganz schnell auf kalt stellen und dann 30 Sekunden durchhalten. Kaltes Leitungswasser hat um diese Jahreszeit etwa 5 Grad. 1, 2, 3. Oh Mann. Und das ab jetzt jeden Tag. Eine Erkältung bekommt man übrigens nicht durch Kälte, sondern durch den Kontakt mit anderen Menschen. Die übertragen Bakterien und Viren. Dort, wo sich viele Menschen aufhalten, herrscht auch die höchste Ansteckungsgefahr. Ist das Immunsystem geschwächt, zum Beispiel wenn wir erst schwitzen und dann frieren, stecken wir uns leicht an. Doch Fehlanzeige. Johannes' Körper scheint auf das Training positiv zu reagieren. Die einzigen, die keine Schuhe anhaben, sind wie ich die Hunde. Aber, hat ja Wim gesagt, die Tiere haben da so eine natürliche Resistenz gegen Kälte. Auch unser Praktikant Ehren ist zur Halbzeit noch putzmunter. Aber wie steht's um die Kälteresistenz? Die Jungs wollen gemeinsam im See baden. Außentemperatur 8 Grad, Wassertemperatur 6 Grad. Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, dass es ein Ticken wärmer ist als bei Wim in den Niederlanden, aber es ist genauso arschkalt. Wie lange wird da der untrainierte Ehren mithalten? Im Gegensatz zu Johannes darf er sich nicht mit Atemtechniken vorbereiten. Es ist nicht nur kalt, sondern es fühlt sich auch so an. Ich gehe mal von ungefähr 5 bis 7 Grad aus, nicht wärmer. Auf Kniehöhen. Es macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Das ist wirklich... Ich spüre gerade meine Füße gar nicht. 3, 2, 1. Für Ehren ist das Bad erwartungsgemäß schnell zu Ende. Ich spreche ab, es ist so kalt. Es ist echt kalt, verdammt. Und Johannes? Es ist um ein 100-fach schwerer, weil Wim nicht dabei ist, der dich anschreit und sagt, was du tun musst. Nach knapp 4 Minuten ist auch für unseren Reporter Schluss. Ich war nicht so lang drin wie bei Wim. Am Ende tatsächlich haben die Arme angefangen zu shaken, sich zu bewegen. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich so ein bisschen die Kontrolle verloren habe über den Körper. Wie ich wirklich irgendwann gedacht habe, jetzt wird's uncool. Aber so leicht gibt Johannes nicht auf. Er trainiert weiter. Und ist es draußen zu warm, weicht er eben in eine Eishalle aus. Ich glaube, der eine hat eben gesagt, was macht denn der Typ da? Sieht ja bescheuert aus. Praktikant Ehren ist inzwischen sichtlich genervt. Doch weiterhin erfreuen sich beide bester Gesundheit. Am vorletzten Tag deshalb der ultimative Kältetest. Die Jungs sollen versuchen, so lange wie möglich in diesem Bad, gekühlt mit 200 Kilo Eis, auszuharren. Haben sich die 13 Tage Kältetraining gelohnt? Ich habe am Anfang kurz gedacht, als noch kein Eis im Wasser war, dachte ich, na gut, ja, das wird so wie im See oder so wie im Swimmingpool bei Wim. Mit dem Eis ist es jetzt schon eine andere Nummer, auch vom Gefühl her. Also. Und vor allem von der Temperatur her. 2,5 Grad. Jetzt kann Johannes beweisen, wie viel Eisman nach 13 Tagen wirklich in ihm steckt. Und auch für Ehren heißt es nochmal Zähne zusammenbeißen. Komm runter!
meine Füße jetzt nicht mehr. Ich muss abbrechen. Es ist zu kalt. Ich habe versucht, so lange auszuhalten wie möglich und ich war echt am Limit. Es ging einfach nicht, ich musste einfach abbrechen. Das ist das Schlimmste bisher. Das ist mit Abstand das Allerschlimmste. Trotzdem hält Johannes weiter durch. Mit gezielter Atmung und voller Konzentration versucht er, seinen Körper im Eiswasser zu kontrollieren. Hände auf die Knie. Erst nach unfassbaren 12 Minuten und 45 Sekunden bricht unser Reporter ab. Niemand hätte vor 2 Wochen daran geglaubt, dass Johannes zu so einer Leistung fähig ist. Vor allem nicht er selbst. Irgendwie funktioniert's. Also ich bin tatsächlich echt beeindruckt. Und die gute Nachricht? Erkältet ist unser Reporter auch am letzten Tag des Selbstversuchs nicht. Genaueres wird jetzt das Ergebnis der medizinischen Untersuchung in der Universitätsklinik Hanau bringen. Hat sich der Gesundheitszustand von Johannes verändert? Ja, es sind normale Atemkurven und die Werte sind vollkommen in Ordnung. 14 Tage Atemtraining haben das Lungenvolumen nicht gesteigert. Ob Dr. Weinbrenner Veränderungen bei den Herz-Kreislauf-Werten feststellen kann? Gut, das EKG ist geschrieben, sieht gut aus. Sie haben einen ganz regelmäßigen Rhythmus. Genauso wie das erste EKG vor 2 Wochen, das ist kein Unterschied geändert. Okay. Was glauben Sie denn als Arzt? Ist da was dran an dieser Wim Hof Methode oder ist es Hokuspokus? In der Zusammenschau aller Möglichkeiten, die die Wim Hof Methode bietet, kann ich mir vorstellen, dass es einen positiven Effekt hat. Aber garantieren, dass sie tatsächlich die nächste Grippewelle nicht erwischt, das würde ich nicht tun und das führt auch zu weit. Immerhin, auch im Blutbild von Johannes ließ sich keine Infektion nachweisen, bei Ehren allerdings auch nicht. Ob man mit der Wim Hof Methode nie wieder krank wird, lässt sich schwer überprüfen. Trotzdem hat unser Reporter gelernt, seinen Körper so zu beherrschen, dass er selbst extreme Kälte erträgt. Und diese Fähigkeit kann einen auch schon gut durch den Winter bringen. Hoch und tief. Es geht so viel durch den Kopf. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, was ich da jetzt in dem ersten Moment gedacht habe. Klickt hier rein.